Hallo ihr Lieben, heute machen wir schöne, einfache Hortensien. Ihr könnt dazu jede Art von Papier nehmen. Ihr könnt eine Buchseite nehmen, ich habe jetzt so eine alte Notenseite. Ihr könnt Aquarellpapier nehmen, es ist völlig egal, einfach ein Papier. Ich empfehle ein etwas helleres Papier, also ein nicht zu stark angebräuntes oder farbiges, damit die Farben da schöner rauskommen, ne? Dann werden die klarer. Ich habe jetzt hier einen ganz normalen Farbkasten, den man auch zur Schule mitnimmt und so weiter. Also ganz, ganz günstiges Ding. Ihr könnt auch alle anderen Arten von Farben nehmen. Ihr könnt Aquarellfarben nehmen, ihr könnt Woodies nehmen, ihr könnt Filzstifte nehmen, ihr könnt Wachsmaler nehmen. Es ist echt völlig egal. So, jetzt werde ich mich in dieser Farbrange ungefähr bewegen, weil ich ja Hortensien mache und Hortensien sind ja in diesem Farbspektrum ungefähr. Also jedenfalls die ich machen möchte, ne? Da sind ja die einzelnen Blüten. Ich mache immer mit dem Wassertankpinsel schon mal so ein bisschen feucht. Die einzelnen Blüten haben in sich ja auch schon Schattierungen und der Busch in sich selber auch. So, also ich fange mal mit dem hellen an. Ich gehe hier einfach so drüber in Querstreifen. Kommt gar nicht drauf an, ne? Wir werden hier gleich einzelne Blüten draus schneiden. Und ich mache mal überall so ein bisschen. Und ich hätte gerne, dass auch jede Blüte in sich ein bisschen gesprenkelt ist, ne? Also dass jede Blüte in sich alle Farbschattierungen hat. So, machen wir mal so. So, ich gehe hier jetzt noch so ein bisschen, ich quetsche hier immer so ein bisschen Wasser raus aus dem Wassertankpinsel und verwische das hier alles so ein bisschen, damit ich das einmal ein bisschen verblende, dass ich nicht so harte Kanten habe. Und dadurch entstehen noch so ein bisschen so einige Mischtöne. Ja? Also hier zum Beispiel da so blaue, so dunkle Kanten möchte ich nicht haben. Ich verschmiere das mehr so ein bisschen. Hier unten in der Ecke mache ich noch ein bisschen Grün hin und daraus schneide ich mir dann quasi die Blätter von der Hortensie. Da mische ich auch so ein paar Farben. Und das Ganze trocknen wir jetzt. Dann möchte ich hier auf die Seite die Blütenblätter malen. Und zwar habe ich hier so ein Buch, ist eigentlich egal, Pflanzen fürs Zimmer. Das habe ich jetzt nur deshalb, weil ich hier genau die Blattform sehe. Die findet ihr auch im Internet. Ihr könnt ihr auch von jeder Hyazinthe abmalen. Ihr könnt euch hier auch einen Screenshot machen. Kommt auch nicht so sehr drauf an. Also so in der Form, ich möchte jetzt nicht die gezackte Variante, weil ich muss das ja hinterher noch alles ausschneiden, das ist mir dann etwas zu kompliziert. So, das heißt, ich werde diese Variante nehmen. Das heißt, ich male auf die Seite über die Schrift drüber, male ich jetzt quasi hier so die Hyazinthenblätter. So, und man muss jetzt beachten, dass diese im Vordergrund sind und diese im Hintergrund. Das heißt, diese Linie hier geht durch und diese stoppt hier, ne? Dadurch entsteht quasi diese Dreidimensionalität. So, okay. Jetzt gibt es auch verschiedene Varianten. Ich male jetzt mit einem Fineliner mit 0,8 mm. Kommt auch nicht so drauf an. Ihr könnt genauso gut auch einen dickeren Stift nehmen. Ihr könnt auch einen noch dünneren Stift nehmen. Ihr könnt auch eine Farbe nehmen. Es ist alles egal. Das Ergebnis wird immer schön. So, und dann sieht man hier unten in der Mitte noch, da sind so drei so eine Pikerchen und so ein bisschen Gedöns. Ich mach das nicht so genau, weil hier sowieso ja die Noten in Schwarz drauf sind. Das heißt, ich mache hier irgendwie einfach so. Ich mache einfach, dass man sieht, dass da irgendwas ist. Ne? Kommt nicht so drauf an, wirklich, kommt es wirklich nicht. Und so male ich jetzt hier quasi das ganze Blatt voll. Wenn ihr eine Stanze habt mit Hortensienmotiven, könnt ihr die natürlich wunderbar nehmen. Ich persönlich, erstens habe ich keine und zweitens finde ich an dieser Variante auch schön, dass jede Blüte ein bisschen anders ist. Ne? Die werden mal ein bisschen schiefer, dann werden die mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Ich kann ja auch mal eine kleinere machen. Moment. So, 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 so. So. Und so male ich jetzt quasi hier den rosa-pink-Bereich voll mit diesen Hyazinthen, mit diesen Hortensienblüten und melde mich dann gleich wieder.
Hier unten möchte ich auch einige von diesen Blättern malen. Ne? Ich möchte also quasi so eine Dolde machen. Und da male ich auch ungefähr diese Form ab. Die Zacken mache ich dann beim Ausschneiden. Oh, guck mal, hier nehme ich diesen Bogen tatsächlich mit. Der war jetzt schon da. Hier, das war einer von diesen Bögen. So, so mache ich einfach. Und nehmen wir den Bogen auch. Noch einen. Dann machen wir hier noch ein kleines Blatt. Okay. Diese Sachen, ich male das Blatt jetzt noch voll mit diesen Blüten und dann schneide ich die aus. Wenn ich das ausschneide, dann nehme ich nicht das ganze Blatt hier so hinten dran, sondern ich schneide mir das in so einzelne Stücke aus. Die kann ich dann besser handeln. Ne? Wenn ich hier so ein Stück habe oder am besten noch eine einzelne, die kann ich viel besser schneiden, als wenn ich hier das ganze DIN A4-Blatt mit dranhängen habe. Jetzt habe ich auch wieder mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt entweder hier außen schneiden, sodass man die schwarze Linie noch sieht. Ne? Ich kann jetzt aber auch hier so quasi innen schneiden, sodass die Linie weg ist. Quasi so. Dann habe ich hier keinen schwarzen Rand, ne, wenn ich hier ein bisschen gründlich schneide. So, hier habe ich ja keinen schwarzen Rand. Und dann kann ich auch hingehen und kann jetzt zum Beispiel eine Distressfarbe oder irgendeine Stempelfarbe nehmen und kann das hier am Rand distressen. Ne, das kann ich natürlich auch in anderen Farben, das kann ich auch in lila oder in blau, ne, also was mir gut gefällt. So, also hier kommt es jetzt darauf an, wie eure Vorliebe ist. Also ich persönlich werde so ausschneiden, dass ich den schwarzen Rand noch habe. Die sind jetzt soweit alle ausgeschnitten. Jetzt müssen wir sie quasi aufkleben. Zum Aufkleben habe ich mir hier als Untergrund so ein ganz leicht angefärbtes Papier genommen. Da ist so ein bisschen Blumenmuster drin, aber ich habe es insgesamt sehr ruhig gehalten, denn das hier ist schon sehr, sehr wild. Wenn ich jetzt noch einen strukturierten Untergrund nehme, dann fällt die Pflanze gar nicht mehr so richtig auf. So, jetzt stellt sich die Frage, wie klebe ich das auf? Also, es soll ja eine dreidimensionale Dolde sein. Ne? Das heißt, ich werde auf gar keinen Fall so nebeneinander aufkleben, sodass man darunter quasi die Unterfläche sehen kann. Ne? Weil so sieht man ja, es ist zweidimensional, da sind einfach ein paar Blüten aufgeklebt. Das heißt, wir werden auf alle Fälle überlappen. So, sodass man den Untergrund nicht mehr sieht. Ne? Bei einer Hortensie sieht man ja auch die unteren Blüten unter den oberen Blütenvorlugen. So, jetzt ist das aber immer noch, ja, es sieht aus wie ein Haufen von einzelnen Blüten. Wie bekommen wir das jetzt hin, dass das harmonisch aussieht und einigermaßen wie eine echte Pflanze? So, dazu ein ganz kleines bisschen Theorie. Wenn das jetzt meine Dolde sein soll, ne? Also hier in der Form sind jetzt die einzelnen Blätter drin. Da muss ich mich fragen, woher kommt das Licht? Wenn ich zum Beispiel möchte, dass das Licht von hier schräg oben kommt, ne? Also so. Also jetzt nicht so, sondern so von schräg oben, ne? Also quasi so eine gedachte Linie, dass es von oben kommt. Dann ist der Lichtpunkt, ne? Hier leuchtet das Licht hin, hier. Das heißt, hier ist es ganz hell. Wenn es hier hinleuchtet, ist es hier logischerweise dunkler, denn wenn das beleuchtet werden würde von hier, wäre es hier ja hell. Das heißt, diesen Streifen hier habe ich in ziemlich dunkel, ne, diesen Sichelmond quasi. Und dieses dazwischen wird von hier oben auch noch beleuchtet, aber nicht so stark wie die Fläche, wo der Strahl tatsächlich hingeht. Das heißt, hier ist es ganz hell, die schraffierte Fläche ist so mittel und hier in dieser Fläche hier ist es ziemlich dunkel. Und so ähnlich legen wir unsere Blüten jetzt auch hin. Das heißt, wir gucken, welche sind ganz hell, welche sind ganz dunkel, sortieren uns die so einigermaßen und welche sind mittel. Ne? So. Da machen wir das quasi so, dass die hier an dem Punkt liegen, der bestrahlt wird.
Die anderen legen wir so mehr oder weniger drumrum. Und die ganz dunklen, die kommen dann hier außen hin. Hier kommen wieder so mittlere. So ungefähr. Und schon sieht das Ganze einigermaßen so aus, dass es halt dreidimensional ist und dass das Licht von hier kommt. Das ist jetzt fertig aufgeklebt. Jetzt habe ich hier noch die Blätter. Die sind ja alle nur in der Mitte aufgeklebt, sodass die hier einmal hochstehen. Das verstärkt den 3D-Effekt noch und man kann jetzt auch noch was drunter schieben. Das heißt, ich kann jetzt hier so die Blätter nehmen. Ja. Kann die so da drunter klemmen. Genau. Und so kann ich sie auch aufkleben. So, ist jetzt aufgeklebt. Hier habe ich noch so ein paar Blüten über gehabt, die kann ich irgendwie mal für was anderes nehmen. So, dann ist mir das aber noch, also die Blätter haben ja einmal keine Struktur, ne? Also erstens hatten wir ja hier noch so, so Zacken am Rand. Die können wir jetzt hier einfach mit so einem Feinliner so ein bisschen stilisieren. Das kann ruhig ein bisschen krakelig sein. Das ist einfach so, wenn man auf den ersten Blick hinguckt, dann sieht man eben, dass da Zacken sind. Und dann haben die Blätter ja auch immer noch diese Rippe. Und die haben ja auch diese Rippen zum Rand. So. Hier genau das Gleiche. Und hier machen wir auch Zacken. So, hier kann man auch ruhig noch ein bisschen nachlegen. Also da die Striche, das muss nicht super ordentlich sein. Im Gegenteil. So. Okay. Und so mache ich das mit den beiden hier auch noch. Und das gleiche Phänomen haben wir jetzt hier noch bei den Blüten. Das heißt, die Blüten, die haben ja in sich auch noch so leichte Maserungen. Die skizziere ich hier jetzt einfach so ein bisschen an. Muss man immer gucken, in welche Richtung vom Mittelpunkt aus gehen die Blütenblätter und wie sind die gewölbt von der Natur aus. So, und dann macht man einfach so ein paar Striche. Muss auch nicht überall sein. Da, wo so viel los ist von den Notenblättern her, also hier zum Beispiel, da mache ich jetzt natürlich nichts. Aber manche sind ja auch noch relativ weiß. Da kann man also sehr schön die Striche machen. So, und dann ist es ja auch so, wenn ich in die Blüte reingucke, dann sehe ich ja von oben auch mit dem Licht quasi wenn das Blütenblatt sich so ein bisschen nach oben wirkt und das Licht scheint hier rauf, dann ist es hier und hier ja trotzdem ein bisschen dunkler. So, und das kann man jetzt quasi auch so ganz leicht anskizzieren. Ich mache das dann gerne, indem ich hier einfach so ein bisschen so Krissellinien hier am äußeren Blütenblatt male. Das gibt dem Ganzen dann noch ein bisschen mehr Tiefe. Und dann habe ich ja das gleiche Phänomen, wenn ich hier ist jetzt zum Beispiel der Innenpunkt von der Blüte.
Ne? Und hier unten hin wird das ja noch ein bisschen dunkler. Das heißt, das skizziere ich einfach auch hier noch so ein bisschen, einfach mit so ein paar Strichen, das Innere von der Blüte, dass es da ein wenig dunkler wird. So, das muss man nicht bei allzu vielen machen, denn die meisten sind ja verdeckt mit dem Mittelpunkt. Ne? Aber die oberen, die man sieht, da kann man das schön machen. So, dann habe ich aber noch das Problem, dass das immer noch aussieht wie so eine Zusammenballung von einzelnen Blüten. Das heißt, mir fehlt noch die Schattierung. Die machen wir jetzt auch mit dem Fineliner. Ihr könnt auch alles mögliche andere nehmen oder einen Buntstift. So, und wenn die Blüte jetzt quasi auf dem Tisch liegt, dann hätte ich ja hier drunter so eine gewisse Schattierung. So, genauso mit den Blättern, ne? Also hier zum Beispiel, das hier, wenn von hier das Licht kommt, hier hätte ich ja so ein bisschen Schattierung. Und hier auch. Hier unten vielleicht auch und hier. Und an dieser Seite von hier aus immer mehr als von hier, weil das Licht ja von hier kommt. So, das ist meine Hortensie aus ganz einfachen Mitteln, also aus Wasserfarben, aus einem Fineliner und aus einem alten Notenblatt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.